Lieber Vater im Himmel, I thank you for this new day of life. ich danke dir für diesen neuen Tag des Lebens. I thank you that you brought us together to study your word. Danke, dass du uns hier zusammengebracht hast, um dein Wort zu studieren. I want to ask you, Father, that you please help us with the song that we will learn more about Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, so wie wir gerade gesungen haben, dass wir mehr über Jesus lernen können. I want to ask you, Father, that you will please help us to be attentive and grasp the things that are going to be presented. Ich bitte, dass du hilfst, dass wir aufmerksam sind und den Dingen vertrauen, die jetzt präsentiert werden. And I'm asking that you will bless Brother Mark as he's conducting this class. Ich bitte dich, dass du auch Bruder Mark segnest, wenn er die Klasse jetzt hier führt. Of the translation, of live stream, and all the people that are watching through. Auch die Übersetzung, den Livestream und die Leute, die da zuschauen. Help us to be blessed by this manna that you are pouring upon us. Hilf uns, durch dieses Manna gesegnet zu werden, was du jetzt ausgießt über uns. And help us to praise you for the thing that you are really giving us light in this time. Und hilf uns, dass wir dich preisen und dafür, dass du uns Licht zu dieser Zeit gibst. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, good morning, everyone. Guten Morgen alle zusammen. Last night I was, before evening worship, I was preparing for this morning. Gestern Abend, also vor dem Abendandacht, habe ich für heute Morgen schon Vorbereitungen getroffen gehabt. And then when I sat in here, Lawrence was doing the same subject as me, and I was looking, thinking, okay, what am I going to do? So, Und dann saß ich hier und dann hat auf einmal Lorenz genau dasselbe Thema gemacht wie ich und dann dachte ich, oh ne, was mache ich dann jetzt? but we're going to go over some of those things again, and I want to just point out some things different. Aber wir werden jetzt dasselbe Thema nochmal sozusagen durchgehen und ich möchte einfach ein paar andere Schwerpunkte setzen. Because I don't believe that we grasp this topic the way that the Lord wants us to see it. Ich glaube nicht, dass dass wir bereits dieses Thema so erfassen, wie der Herr uns das eigentlich sehen lassen möchte. Okay, so Also mit der Fülle. go to Zechariah chapter 6. Gehen wir zu Zechariah 6. Verse 1. Zechariah 6, Vers 1. And it should all be fresh in your mind, amen? Das sollte an sich jetzt alles noch frisch in euren Gedanken sein. Amen. Okay. Right, so in verse 1 it says, I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold, there came 4 chariots out from between 2 mountains, and the mountains were mountains of brass. In the first chariot were red horses, in the second chariot black horses, and in the third chariot white horses, and in the fourth chariot grizzled and bay horses. Okay, so Jetzt Vers 3. just go to Zechariah 14 and verse 4. Gehen wir zu Zechariah 14, Vers 4. Because we've been looking at the book of Zechariah, and every chapter you go to, it's just an illustration of the same thing in a different way, right? Und wir haben das Buch Zechariah uns ja angeschaut und wir haben gesehen, jedes Kapitel ist irgendwie eine Darstellung von demselben, nur auf unterschiedliche Weise. Right? Richtig? So in verse 4 it says, Zechariah 14, Vers 4 sagt es. and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof, toward the east and toward the west. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Now, the other day, I went through what happens after the 1,000 years, and what did we remember what we looked at. Vor ein paar Tagen habe ich euch ja gezeigt, was nach den 1000 Jahren passiert. Und was haben wir uns angeschaut, was passiert dort? The whole city is just coming down and they're fighting. It's true that we did look at that, but Die in heilige relation Stadt kam to this runter verse und right here,
das war das Thema, wie wir das Himmelreich mit Gewalt ergreifen müssen. Das stimmt zwar, aber in Bezug jetzt auf diesen Vers, den wir hier gelesen haben. When Christ comes down, the man cleans apart, basically. That was just animals which were divided. And that's right what you said. Wenn Sorry? Christus runterkommt, Animals which were divided and the crossing of the sea. teilt sich die Berge. No, Margaret, you're way off on a tangent. That's here, so I'm just saying you're way off on a tangent. We're talking about at the end of the 1,000 years, right? Also am Ende No der Red 1000 Sea, Jahre. the end of the 1,000 years. Right? So end of the 1,000 years, what happened? The order of things, how they happened. Am Ende der 1000 Jahre, wie ist die Abfolge der Ereignisse dort? And we went through this, and this verse here is relevant in that time. Wir sind dahin durchgegangen und dieser Vers ist hier wichtig in Bezug auf diese Zeit damals. Für diese Zeit. Okay, so where are God's people when the holy city comes down? Wo befindet sich Gottes Volk, wenn die heilige Stadt hinabkommt? Where are God's people when the holy city comes down? In Heaven. No, they're not in the city. in the mountains. No. Okay, I'll just. At the end of the 1,000 years? At the end of 1,000 years, God's people come down onto the earth. Christ comes down and he stands on the Mount of Olives and he splits it in two. And that holy city comes down and puts itself right there in between those. Also am Ende der 1000 Jahre kommt Right. Christus dann herab mit den Heiligen und dann kommt die Stadt herunter und dann wird die dorthin gesetzt. Right? And God's people watching it because Gottes Volk schaut dann zu. when you come to the beginning of the seventh plague, right? Wenn du zum Anfang der 7. Plage kommst, He does this resurrection, and what are God's people? da führt er diese Auferweckung durch. Because we're showing this parallelness thing with Luke 19. When Christ returns here, what does he bring with him? Wir haben das ja mit Lukas 19 verglichen. Wenn Christus wiederkehrt, was bringt er mit sich? Go to Luke 19 again. Ja, zu Lukas 19. Guys, you have to pay attention to these things, and you have to put the things into your mind so that you don't forget them. Und wir müssen auf diese Dinge achten, wir müssen die in unseren Verstand setzen, damit wir sie nicht vergessen. Okay, so in Luke 19, verse 13, Lukas 19, Vers 13. he said, he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. But his citizens hated him and sent a message after him, saying, we will not have this man to reign over us. And it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these 10 servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. So when he returns, he's received the kingdom, right? And he begins the investigative judgment, right? Also wenn er kommt, hat er das Königreich hier empfangen und er vollstreckt jetzt oder er führt jetzt das Untersuchungsgericht hier durch. So he says, wait here, I go to receive my kingdom, right? Er sagt, ihr wartet hier, ich werde jetzt mein Königreich empfangen. And then he comes here and he now has the kingdom. Er kommt jetzt hier und dann hat er das Königreich. But what does he now have to do? He has to investigate the judgment so people can enter into that kingdom, right? Aber was er jetzt tun muss, ist, er muss dieses Untersuchungsgericht durchführen, damit die Leute in das Königreich eintreten können. Right? We went through this yesterday also, right? So right at the end of the investigative judgment, he says, well done, thou good and faithful servant, enter into the joy of thy Lord, right? Das haben wir uns gestern angeschaut und sagte, wohlgemacht, guter und treuer Knecht, geh in die Freude deines Herrn ein. Okay, so when at the end of the sixth plague, beginning of the seventh plague, they're standing here, and it's marking this same point at the end of the 1,000 years. Christ comes down, puts his foot on the mountain, and he divides these two, divides the Mount of Olives into two, right? Das ist auch hier am Ende der 6., Beginn der 7. Plage. Die Leute stehen dann hier, die sind auferweckt und sie schauen dann
wie Christus dann hier runterkommt und teilt das in diese zwei. And all God's people, they come down from heaven with Christ, and they're all standing here, and they see the holy city coming down from heaven. Und das Volk Gottes steht dann da und wir schauen zu, wie die heilige Stadt vom Himmel kommt. Right? So when it comes down and puts itself in between those two separate mountains, then God's people go up and enter into the city. It's showing you the same process. Right? Wenn er runterkommt, dann wird Gottes Volk letztendlich in diese Stadt hineingehen, die zwischen diesen zwei Bergen liegt. Right? Selber Because there's Prozess. two classes, there's the righteous and the wicked, just like there was at the end of the sixth plague. Die zwei Klassen, die Gerechten und die Gottlosen, genauso wie am Ende der 6., Anfang der 7. Plage. Remember? Erinnert ihr euch? Okay. But the point is that when the holy city comes down right here, it puts itself between these two mountains. Der Punkt ist, dass wenn die heilige Stadt hier runterkommt, dann wird sie zwischen diese zwei Berge gesetzt. Okay, so go back to Zechariah 6. Gehen wir zurück zu Zechariah 6. Because Zechariah 6 and Zechariah 14, they're teaching us the same thing. Weil Zechariah 6 und Zechariah 14 lehren uns dasselbe. It's all one vision. Das ist alles eine Vision. So it says, I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold, there came forth chariots out from between two mountains. So Vers 1. these two mountains must be in relation to the Mount of Olives that's cleaved in two. Right? Also diese beiden Berge müssen also in Beziehung sein zu diesen beiden Bergen aus Zechariah 14, die sich dort geteilt haben. You make this sometimes, it's so difficult to stand here, but we get the correlation. Also können wir den Zusammenhang erkennen. I know that he went through this in the class, and he went to several different places in the Bible, and this is one of the ones that he used to show this north and south, right? Also ich weiß, dass wir das mal in der Klasse gemacht haben. Wir sind durch diese verschiedenen Beispiele gegangen mit zwischen Nord und Süd, und eine dieser Beweistexte war Zechariah 14, was wir gesehen haben. Und auch Okay, now I don't know what this means, these four chariots coming out from between these two mountains, but I'm just we need to understand that it's there, right? Also ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet, dass diese 4 Streitwagen zwischen diesen beiden Bergen hervorgehen, aber wir müssen einfach das jetzt erstmal platzieren und anerkennen, dass es da ist. What's up here? What's interesting is that right now you also see these two mountains being divided, right, into north and south, because the mountains are the nations, and you see at least, actually it's all over, but you have these two mentalities, how they are clashing against each other. They're both these two mountains are mountains of brass, right? What's the brass a symbol of? Man sieht ja auch, wie jetzt unter den Nationen die Lager sich immer mehr in diese 2 Gruppen aufteilen, Nord und Süd. Und auch bei Berge sind an sich Nationen oder Königreiche. Und hier sind diese Berge aus Erz oder aus Bronze, und das steht für die Welt. North and south, they're both Egypt, right? Nord und Süd sind ja beide Ägypten. The only difference is that the north has a woman, this papal doctrine mentality, right? Das ist einfach nur, dass der Norden diese Frau hat und diese päpstliche Mentalität Okay, hinzubekommt. right. So go now. So the point I want us to see is you've got the chariots and you got the horses, right? Two aspects, right? Also wir haben jetzt die Streitwagen und die Pferde, also 2 unterschiedliche Aspekte. Right. And he went there last night, went to Genesis 41. When Joseph overcomes, what does he get to ride in? Und gestern Abend haben wir das ja schon angesprochen, wenn Josef überwindet in 1. Mose 41, worin reitet er dann? So he gets to ride in a chariot. So who's controlling the horse? Er reitet dann auf diesem Streitwagen. Wer kontrolliert dann folglich das Pferd? Joseph, right? Josef. So Joseph has some relation to this illustration, right? Josef hat also
eine bestimmte Beziehung zu dieser Darstellung hier aus Zechariah. Because it says in verse, back to Revelation 6 in verse 2, Zechariah 6. Gehen wir zurück zu Zechariah 6, Vers 2. It says, in the first chariot were red horses, in the second chariot black horses, in the third chariot white horses, and in the fourth chariot grizzled and bay horses, right? So, Vers 3. in Zechariah chapter 1, we already read that it was at the end of the 70 years that there was these horses that had been doing this work, and now Zechariah wants to know what are these, right? Also wir haben in Zechariah 1 schon gelesen, da gab es diese 4 Pferde, die das Werk dort gemacht haben in 70 Jahren und es ist jetzt am Ende der 70 Jahre. Er sieht das jetzt und dann stellt er die Frage hier, was sind diese? Okay, and just remember these thoughts. So, go to Revelation 6 now. Erinnert euch an diese Gedanken bitte. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 6. In verse 1. Offenbarung 6, Vers 1. And I saw when the Lamb opened one of the seals, I heard as it were the noise of thunder, and one of the 4 beasts saying, come and see. And I saw and behold a white horse. So there's 4 beasts, Vers 2. right? And one of them is saying, come and see, and he's going to show you a white horse. Also es gibt diese 4 Tiere hier, diese 4 Cherubim und einer sagt hier, komm und sieh und ich zeige dieses weiße Pferd. Right? In verse 3, Vers 3. and when he had opened the second seal, I heard a second beast saying, come and see. And there went out another horse that was red. So the second beast shows you a red horse, Also right? das zweite Tier zeigt dir ein rotes Pferd. And in verse 5, Vers 5. it says that when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. And I beheld, and lo, a black horse. So these 4 beasts, which is the lion, the calf, the man, and the eagle. Also diese 4 Tiere, welche ja der Löwe, das Kalb, der Mensch und der Adler sind, Which is the 4 cherubims, welche ja die 4 Cherubim sind, right, are directly linked to these 4 horses. sind direkt mit diesen 4 Pferden hier verknüpft. And they're directly linked through the fact that they're in these chariots controlling these horses. Und sie Right? sind in dem Sinne direkt verbunden mit denen, dass sie in diesen Streitwagen sitzen und diese Pferde kontrollieren. Okay? So there's a relationship here that we need to see between the cherubims and these horses. Deswegen Right? es gibt hier eine Verbindung, die wir erkennen müssen zwischen den Cherubim und diesen Pferden. So go to Zechariah 1. Gehen wir zurück zu Zechariah Kapitel 1. The order differs from Zechariah 6 to Revelation 6. The order of the horses is not the same. Also die Ordnung der Pferde zwischen Zechariah 6 und Doesn't matter, they're still the 6, same horses. Right? die ist letztendlich nicht die identische Ordnung, aber letztendlich kann man trotzdem sehen, dass es dieselben Pferde sind. When you go to Joel, right? Wenn du zum Buch Joel zum Beispiel gehst, In Joel, when you read about the just let's go there. lass uns jetzt noch mal kurz zu Joel gehen. Show you the same point because it's always been a bit of a mystery. Ich will euch da denselben Punkt zeigen, das war immer etwas Geheimnisvolles. Because maybe it's good that we go to Joel anyway. Joel chapter 1. Joel Kapitel 1. Joel 1. So, verse 2. Dann Vers 2. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, and even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. That which the palmer worm hath left hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten. Right? So he's talking about these 4 insects
what has these 4 insects done? Das ist Vers 4. Was haben diese 4 Insekten hier gemacht? Yes, like we're in the effect of every vision, Manuela, right? So when you every vision, right, we're going to bring together all the thoughts that we're thinking about, right, and relate this to what the topic of discussion. What's the topic of discussion? Also, sie haben es hier gefressen, das ist richtig, aber wir müssen uns erinnern, wir befinden uns jetzt hier in der Erfüllung einer jeden Vision. Und wenn wir jetzt alles zusammenbringen und im Zusammenhang mit dem Thema des Studiums, was wir gerade hier durchführen, zusammenbringen, was wäre dann die So take a good guess. What's these 4 insects? ratet oder macht eine gute Annahme oder Vermutung, was sind wohl diese 4 Insekten? The 4 horses, right? Diese 4 Pferde. So what have they been doing? Und was tun sie hier? They've been scattering, right? Sie tun ein Werk der Zerstreuung. Okay, we'll come to that in a moment, right? Und wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. So Joel represents somebody who's riding the chariot like Joseph, right? Joel stellt jemand dar, der jetzt diesen Streitwagen reitet, genauso wie Josef. Right? Richtig? Because he's an overcomer and he's now giving the message to another group of people. Weil er ein Überwinder ist und er gibt jetzt die Botschaft einer anderen Gruppe von Leuten. Okay, now just go to Joel chapter, or before we go there, the order, right? Lass uns da nochmal die Ordnung jetzt anschauen. The order is the palmer worm, the locust, the cankerworm and the caterpillar. Wir sehen jetzt die Ordnung, erstmal dieser Palmerwurm, dann die Heuschrecke, dann der Krebswurm und dann die Raupe. Right, now go to Joel chapter 2, Jetzt gehen wir zu Joel Kapitel 2, verse 25. Vers 25. It says, "And I will restore to you the years the locust hath eaten, the cankerworm, the caterpillar, and the palmerworm." What do we see? Was sehen wir hier? A different order, right? Eine unterschiedliche Abfolge. Okay, so when you understand these horses are these insects, then you have the exact same question, right? Also wenn du hier verstehst, dass diese Pferde, diese Insekten sind, ist genau dieselbe Fragestellung, die jetzt auch hier hast. Warum ist das And I eine don't know the unterschiedliche answer Ordnung? for it, right? Ich kann dir aber nicht darauf antworten, warum jetzt da eine andere Ordnung ist als in But Kapitel. there's a reason why they're in a different order. Aber es right? gibt es natürlich einen Grund dafür, dass sie hier in einer unterschiedlichen Okay. Reihenfolge aufgezählt werden. So we've got 2 witnesses for it now. They've got the horses, right? And the horses are in a different order in Zechariah than they are in the book of Revelation, right? Also wenn wir 2 Zeugen, also wir sehen also auch die Pferde in Zechariah sind einfach in einer anderen Reihenfolge als im Buch Offenbarung. Okay, so go to Zechariah chapter 1 now. Gehen wir zu Zechariah Kapitel 1. Nun, Verse 18. Zechariah 1, Vers 18. Ist das schon, okay. Ja. Im Deutschen ist das schon Kapitel 2, Vers 1. Okay, so it says, "Then I lifted up mine eyes and saw and behold 4 horns." So what's Zechariah seeing? Was sieht Zechariah hier? He's not seeing 4 generations, right? The message is to 4 generations, but that's not what he sees. Also er sieht eine Botschaft, die an 4 Generationen geht, aber das ist jetzt nicht diese 4 Hörner, die er sieht. Manuela, answer the question, please. What does he see? 4 horses, thank you. Also Right. er sieht 4 Pferde. Okay, she's grasped what the point I'm making. Right, so it's all the same vision. Hat nachvollzogen, den Punkt, den ich machen wollte, es ist alles dieselbe Vision. Okay, so the 4 horses are controlled by the 4 cherubims, right? 4 Pferde, die sind kontrolliert von den 4 Cherubim. Right? And verse 19, Vers 19, Vers 2 im Deutschen. "And he said unto the angel that talked with me, What be these? And he answered me, These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem." So these are these 4 insects that have been scattering God's people, Das right? sind also auch diese 4 Insekten, die Gottes Volk zerstreut haben. And the Lord showed me 4 carpenters,
and said, What come these to do? And he spake, saying, These are the horns which have scattered Judah, so that no man did lift up his head. But these are come to fray them. Right? So, what are the 4 carpenters? Also, was sind hier diese 4 Zimmermänner? Also wir haben bis Vers 4 im Deutschen gelesen. Was stehen, ich glaube, da steht Schmiede im Deutschen, aber im Englischen steht 4 Zimmermänner. Come on, Alexander, tell me the answer. Right, yes, the 4 cherubims, right? Das sind die 4 Cherubim. Right, so there's also a relationship between the two, right? Gibt also auch diesen Zusammenhang hier zwischen diesen beiden in dieser Darstellung. Okay, now go back to Zechariah 6. Gehen wir jetzt zurück zu Zechariah 6. In verse 4. Zechariah 6, Vers 4. Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my Lord? And the angel answered and said unto me, These are the 4 spirits of the heavens, which go forth from standing before the Lord of all the earth. So, whatever this is, right? They stand before the Lord. Right? Immer das auch jetzt hier ist, sie stehen hier vor dem Herrn. Okay, so we know that there's these chariots and there's these horses, and one represents God's instruments and the other one represents Satan's instruments, right? Es gibt diese Streitwagen, diese Pferde, eine stellen Gottes Instrumente dar, die anderen Satans Instrumente. But it says that they're standing before the God of all the earth, right? I mean, the chariots are also Satan's. Right? It's the one that sit in this chariot, it's God's people. Yeah, yes, but what I'm referring to is I'm more looking at the horses. But I'm not arguing that point. Also die Streitwagen sind ja auch Satans Instrumente, aber es ist diejenigen, die auf diesem Wagen sitzen, das ist Gottes Volk. Aber ich möchte mehr die Pferde beleuchten als das Instrument Satans. Okay, so go to Revelation Chapter 7. Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 7. We were there yesterday. Da sind wir ja gestern schon gewesen. Because we really need to understand the relationship between all these visions, right? Because it's all one vision. Wir müssen diesen Zusammenhang zwischen diesen ganzen Visionen verstehen, weil alles ist ja eine einzige Vision. So it says, and after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth. So where are these angels standing? Also wo stehen diese Engel hier? No, you're not playing the game, Führer. Where are they standing? Wo stehen sie hier? Manuela's playing the game. She gets my point. Where are they standing, Manuela? Wo stehen sie? By the 4 horses. Yes, they're by the 4 horses. But look, in the last verse that we read in Zechariah Sie stehen bei 6 den and 4 verse Pferden, 5. ja, das ist richtig, aber im letzten Vers, was wir von Right, they're standing before the Lord. Zechariah 6, Vers 5 haben wir gelesen, sie stehen vor dem Herrn und Like the 4 horses. Okay, but the point is that they stand before the Lord of the earth. How do we change it from the earth? They stand on the 4 corners of the earth to be standing before the Lord. also wie können wir das verstehen, dass wenn sie hier an den 4 Enden der Erde stehen, dass sie vor dem Herrn stehen? Because these angels, there's not really 4 corners on the planet, right? Es gibt ja nicht wirklich 4 Ecken hier der Erde. It's a symbol, Das right? ist ein Symbol, richtig? So how are these angels standing? How are these angels standing before the Lord? Also wie stehen diese Engel hier vor dem Herrn? The answer we already read in Zechariah chapter 1. Die Antwort, die haben wir bereits in Zechariah 1 gelesen gehabt. Oder im Deutschen war es Zechariah 2. You had the horns and the carpenters. Dort hatten wir die Hörner und die Zimmermänner. So the 4 carpenters are controlling the 4 horns. Die 4 Zimmermänner, die haben ja die 4 Hörner kontrolliert. So these 4 angels are standing on the 4 corners of the earth. What's the 4 corners? Deswegen diese 4 Engel, die jetzt an den 4 Ecken oder Enden der Erde stehen, was stellen diese Ecken da? 4 corners of the altar. Okay, the 4 corners of the altar which is before God, right? Es stellt diese 4 Ecken oder Enden des Altars dar, der vor dem Herrn steht. Okay, I'll remind you this. Just go to Revelation 9. Gehen wir dazu zur Offenbarung 9.
verse 13. Offenbarung 9, Vers 13. And the sixth angel sounded, and I heard a voice, right? And this Christ's voice, right? Also diese Stimme, die jetzt hier geht, das ist Christi Stimme. From the four horns of the golden altar which is before God. So where's the golden altar? Wo ist dieser goldene Altar? Before God. Vor Gott. Now just keep your place and go back one chapter. Gehen wir eigentlich zu Kapitel 8. And verse 3. Offenbarung 8, Vers 3. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer. There was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar, which is before the throne. Right? So here's Christ standing at the golden altar. Hier ist jetzt Christus, wie er am goldenen Altar steht. So go back to Revelation 9, Gehen wir zurück zu Offenbarung 9, verse 13. Vers 13. And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns. So the voice that you're hearing is Christ, and he cries with a loud voice, right? Also diese Stimme, die er hier ruft, ist also die Stimme Christi und er ruft mit einer lauten Stimme. Before the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. So, Vers 14. who's loosing the four winds? Wer löst hier die vier Winde? Fixing the six. The sixth angel. Der sechste Engel. Who's the sixth angel? Wer ist der sechste Engel? Just go back one chapter, Gehen wir ein Kapitel zurück. verse 2. Vers 2. Offenbarung 8, Vers 2. And I saw the seven angels which stood before God, and them were given seven trumpets. Right? So the sixth angel that we just read in Revelation 9 is the sixth trumpet. Also der sechste Engel aus Offenbarung 9, den wir gerade gelesen haben, ist die sechste Posaune. And these seven angels there, they have seven trumpets. Und Right? diese sieben Engel, die haben sieben Posaunen, richtig? Right? So there's a relationship between the angels that are holding the four winds and the angels with the trumpets. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Engeln, die die vier Winde halten, und den Engeln, die die Posaune haben. Everybody see that? Kann jeder das sehen? Okay. I'm going to go forward. If you don't answer me, then I don't know, will you answer this question about who's the angel? we just answered it. I asked the question, who's it? And it's the angels with the trumpets. I mean, but that it represents God's people. No, Because I'm not going there. I'm just reading what it said. There's a relationship between those angels with the trumpets and the four cherubims, right? Also, das Engel stellen, die Posaune gehen, steht Gottes Volk da, aber ich möchte einfach nur zeigen, dass es hier eine Beziehung gibt zwischen den Engeln, die die Winde halten, und denen, die die Posaune haben. Okay. So, where was I? Okay, go back to Revelation chapter 7. Zurück zur Offenbarung 7. It says, and after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth. So that's these cherubim, and they're holding these horns, or these four carpenters, right? They're keeping these earthly elements at bay, right? Also das sind jetzt diese Cherubim, die stehen jetzt hier an den vier Ecken, und sie sind auch diese Zimmermänner, sie halten jetzt diese irdischen Elemente in Schach. Okay. It says, and I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of God in their forehead.
Right, so that Das command ist Vers 3. comes right here, right? Also dieses Gebot, das kommt hier. Richtig? Okay, so those angels, those four winds, they're doing a work at this point, right? Diese Engel und diese 4 Winde, die tun also ein Werk hier zu diesem Zeitpunkt. We just read here, the sixth angel says, loose the 4 winds. Wir haben ja gerade hier gelesen, der 6. Engel sagt, löse die 4 Winde. So those 4 winds are being loosed all the way along here, right? Und diese 4 Winde sind dann diese ganze Wegstrecke hier gelöst, richtig? So this is where you come to Revelation 7. Das ist, wo du jetzt zur Offenbarung 7 kommst. Right, when you come to Revelation 7, he says, hold those 4 winds until the servants of God be sealed, right? Wenn du zur Offenbarung 7 kommst, dann sagt er, halte diese 4 Winde, bis die Knechte versiegelt sind. So he's holding them from this work that they were allowed to do right here. Er Right? hält sie jetzt von diesem Werk oder wegen diesem Werk, was sie erlaubt worden ist, hier zu tun. So they got loosed here, and they get to this point, and he says, hold, right? Sie sind hier gelöst, sie kommen zu diesem Punkt und er sagt es wieder, haltet. Because these 4 angels get loosed here, but they're still restrained in some aspect, right? Diese 4 Winde werden hier zwar gelöst am Mitternachtsruf, aber sie werden immer noch in einer Art und Weise auch gezügelt. Right? Loosed, but they're restrained. Gelöst, aber auch gezügelt. Well, we understand what we mean by that, right? Können wir nachvollziehen, was wir damit meinen? You're loosed, you're allowed to do something, but this you can't do, right? Right? Also dir wird die Erlaubnis gegeben, bestimmte Dinge zu tun, aber manche Dinge darfst du nicht tun. Okay. So they get told right here to hold. Dir wird hier gesagt, haltet die Winde. Okay, let's go to this quote. I've put these quotes in the live stream. Jetzt gehen wir zu dem Zitat, was ich im Livestream gepostet habe. It says, I saw 4 angels who had a work to do on the earth and were on their way to accomplish it. So these 4 angels are these 4 cherubims, right? Also diese 4 Engel sind diese 4 Cherubim. And those 4 cherubims are the ones that loosed those 4 winds right here in the second woe. Diese 4 Cherubim sind auch diejenigen, die hier die 4 Winde lösen. Okay? So that work is going forward, and it says they're on their way to accomplish it. Right? Und das Werk geht vorwärts und steht hier, sie sind dabei, dieses Werk zu vollenden. Okay, it says, Jesus was clothed with priestly garments and gazed in pity on the remnant. Then raised his hands and with a voice of deep pity cried, My blood, Father, my blood, my blood, my blood. Then I saw an exceeding bright light. Okay, question. What's the exceeding bright light? Frage, was ist das überaus helle Licht? Just in a nutshell, what is it? Kurz It's the zusammengefasst, latter rain, right? das ist der Spätregen. Okay. And the latter rain comes as the light and the exceeding bright light, right? Der Spätregen kommt das Licht und das überaus helle Licht. So what he sees is he sees the latter rain, right? Was er sieht, oder was sie hier sieht, ist der Spätregen. Then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon the great white throne and was shed all about Jesus. Then I saw an angel fly with a commission from Jesus, flying swiftly to the 4 angels who had a work to do in the earth, and waving something up and down in his hand, and crying with a loud voice, Hold, 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 until the servants of God are sealed in their forehead. Right? So, what's he got in his hand? Den ersten Absatz haben wir gelesen. Was hat er hier in der Hand? Yes, in some sense, but the answer should be based upon. Okay, go to Zechariah. The answers are always there before your eyes, right? Antworten, die befinden sich immer vor unseren Augen. Gehen wir zu Zechariah 5. So Zechariah, yes, Zechariah chapter 5, right? Zechariah 5.
because he's always lifting up his eyes, and what he lifts up his eyes and sees, right, is right here, right? Und er hebt ja immer seine Augen hier empor und was er dann sieht, ist ja dann immer hier markiert. And this is where he's telling the angels to hold. So you just bring them together and you have your answer right there, right? Also da sagt er ihm ja auch, dass die Engel die Winde halten sollen, und wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir unsere Antwort. Then I turned and lifted up mine eyes and looked, behold, a flying roll. Why is the roll flying? Also hier ist dann die fliegende Rolle. Warum fliegt die Rolle? Right, because then I saw an angel fly with a commission from Jesus, flying swiftly to the four angels which had a what to do in the earth, waving something up and down in its hand. Right? It's flying, Yes. right? Der Engel das in der Hand hält, also und da sieht man ja, dass der Engel da noch markiert ist. Und weil der Engel kommt mit etwas in der Hand, der hier mit dieser Rolle fliegt. He has this flying roll, which is the curse which they were about to let loose upon the earth, right? Das ist, was wir im Zitat nochmal gelesen haben im ersten Absatz. Also, can you repeat this? Also, It's the curse that they were about to let loose on the Also, earth. es ist dieser Fluch, den sie dabei sind, auf die Erde loszulassen, indem sie die Winde lösen. So those four angels, they loose the four winds, and those four winds are going forward, and when they get to the end here, they would be loosed even more, right? The third woe would just begin. Die Winde werden hier gelöst, und wenn sie weiter vorwärts gehen, am Ende würden die Winde dann vollständig gelöst werden. Das wäre diese dritte Wehe, die 7 Plagen, die dann fallen würden. Right? Richtig? Okay, so go to the next paragraph. Gehen wir zum nächsten Absatz in dem Zitat. Zweiter Absatz ist das. I asked my accompanying angel the meaning of what I heard and what the four angels were about to do. He said to me that it was God that had restrained the powers, and that he gave his angels charge over things on the earth. That the four angels had power from God to hold the four winds, and that they were about to let them go, but while their hands were loosening and the four winds were about to blow, the merciful eye of Jesus gazed on the remnant that were not sealed, and he raised his hands to the Father and pleaded with him that he had spilled his blood for them. Then another angel was commissioned to fly swiftly to the four angels and bid them hold until the servants of God were sealed with the seal of the living God in their foreheads. Now, Zum Ende des zweiten Absatzes. It's like the give me one more year. It's the same. yes, right? It's Selbe Darstellung wie gib mir ein weiteres Jahr. now I want you to understand something, and I'll not put it in here, but if you were to go to CET to this quote is, and you were to read a few paragraphs above, it says that these four angels are on their way to the city. They're just about to give their golden cards to the angel, and they would report to Christ that their work on earth was done. Also wenn man das Zitat aus hier CET lesen würde, nur ein paar Absätze davor, the saints were on the city or what? No, I'll repeat what I'm saying. The four angels were on their way to the city. Da würde man lesen, dass die 4 Engel sich auf dem Weg zur Stadt befanden. They just coming to the gate to give their golden card to the angel at the gate, right? Also sie sind sozusagen jetzt dann am Tor der Stadt im Himmel und sie sind dabei, ihre goldene Karte den Türwächtern dort im Himmel zu geben, um in die Stadt reinzukommen. Okay. Let's read it. I've got time, yes. Maybe. Lass uns das einfach schnell lesen. Because I don't want to put my own construction upon things. Weil ich möchte das jetzt nicht in eigenen Worten alles wiedergeben. Right. Okay, go to, let me just post it in English. Ich glaube, das jetzt so. CET 100.3. Okay, I did? Okay, it's wrong bit. Sorry, forgive me.
sorry. It was the next. It was the one before it. CET 101.2. Sorry, excuse me. I'll post it. Also wir gehen jetzt zu dem allerletzten Zitat, was gepostet worden ist. Okay, let's read that quote. It says, "Then my attending angel directed me to the city again, where I saw 4 angels winging their way to the gate of the city. They were just presenting the golden card to the angel at the gate, when I saw another angel flying swiftly from the direction of the most excellent glory, and crying with a loud voice to the other angels, and waving something up and down in his hand." Same vision, right? Selbe Vision. And I asked my attendant angel for an explanation. So she didn't get an explanation at this point, and we read the explanation, right? Also zu dem Zeitpunkt hat sie keine Erklärung bekommen, aber dann haben wir eben gerade in den nächsten Absätzen die Erklärung dazu gelesen. Okay, so they're just about to come into the city and basically say their work is done, because when they loose the 4 angels here at the end, it's marking the 7 last plagues, and it's done, right? Sie sind eigentlich gerade dabei, in die Stadt einzutreten und zu sagen, unser Werk ist abgeschlossen, denn wenn sie die Winde erlösen, dann ist das alles vollendet. So what they were on their way to do was to really let Satan loose to do his whole work, Also right? wo sie gerade dabei waren, was sie gerade dabei waren zu tun war, sie waren dabei, Satan letztendlich loszulösen und ihm die Erlaubnis zu geben, sein zerstörerisches Werk vollständig zu tun. Okay, so now just go to Ezekiel Chapter 9. Gehen wir jetzt zu Ezekiel 9. Because he says that the angel that was sent by Christ, or represents Christ, but it's a message, right? Wir haben gesehen, dieser Engel, der durch Christus gesandt wurde, Okay, it's this exceeding bright light, right? welcher eine Botschaft darstellt, ist dieses überaus helle Licht. Or the latter rain. Oder dieser Right? Spätregen. When the latter rain comes, it comes as the former and the latter, Wir right? wissen, dass wenn der Spätregen kommt, kommt erst der Frühregen und der Spätregen. Right? So the message comes there, and the message that comes here would be this cloud with Christ with the crown and the sickle. Die Right? Botschaft, die hier kommt, würde ja diese Wolke sein, wo Christus mit der Krone und der Sichel kommt. And he says, hold those winds until we've sealed them, right? Und er sagt, haltet die Winde, bis wir sie versiegelt haben. Okay, in Ezekiel 9, verse 3. Ezekiel 9, Vers 3. Now Ezekiel 9 is, Sister White directly links it to the flying roll. Und Ellen White verknüpft ja Ezekiel 9 direkt mit der fliegenden Buchrolle. Right? Richtig? This vision about the flying roll, she specifically says, study it in connection with Ezekiel chapter 9. Sie sagt ja, diese Vision über die fliegende Buchrolle, sagt sie, studiert diese Sachen mit der Buchrolle in direktem Zusammenhang mit Ezekiel 9. So the angel flying in the midst of heaven is got the flying roll in his hand, and he's saying, hold until they're sealed. Also Right. der Engel inmitten des Himmels mit der fliegenden Buchrolle sagt, haltet, bis die Knechte versiegelt sind. Okay, Ezekiel 9 and verse 3. Ezekiel 9, Vers 3. And the glory of God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen, which had the writer's ink on by his side. So, there's something you have to understand here. This glory of the God of Israel was gone up from the cherubim. Yes. Right? Wir müssen etwas hier verstehen. Also die Herrlichkeit des Herrn ist von diesem Cherubim aufgefahren oder So hat sich the abgehoben. Lord is about to leave, right? And he's not going to come back. Der Herr ist hier dabei, Gottes Volk Yes. zu verlassen und nicht wieder He's zurückzukehren. about to say Ichabod, right? Er ist dabei zu sagen, Ikabod. Which means you're
house is left unto you desolate, right? Glory is departed. The glory is departed, right? Das bedeutet letztendlich, die Herrlichkeit ist gewichen, genau. Verse 4. Also euer Haus wird euch wüst hinterlassen werden. Vers 4. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for all the abominations that be done in the midst thereof. And to the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city, and smite, let not your eye spare, neither have ye pity. So what do we see here? Bis Vers 5, was sehen wir hier? That might be true, but since we started this morning, or since I started right at the beginning, what have we been pairing together? Also als wir heute Morgen angefangen haben, hier das Studium zu beginnen, seit dieser Zeit, was haben wir versucht, immer wieder miteinander zu verbinden, zu verknüpfen? Right, the cherubims and the ones that are doing this scattering work, right? Cherubim und die Pferde sozusagen, also diejenigen, die das Zerstreuungswerk tun. So I'll come back to the question, what do we see here? Also zurück zur Frage, was sehen wir hier? Okay, there's one that's sealing, and then there's another one that once they've finished that sealing, they're allowed to then go do their work, right? Also es gibt die einen, die versiegeln, und dann gibt es die anderen, die, sobald die Versiegelung zu Ende ist, ihr Werk tun dürfen. So the men with the slaughter weapons is the general destruction of the wicked, right? Und die Männer mit den Schlachterwaffen, das stellt ja die allgemeine Zerstörung dar, der Gottlosen. It's a symbol of these plagues, right? Das ist ein Symbol für diese Plagen. So they've been held until the servants of God are sealed in their forehead, Diese right? 5 Männer wurden ja zurückgehalten, bis die Knechte Gottes hier an den Stirn versiegelt wurden. So it says, go ye after him, right? Das sagt ja, geht nach ihm fort. Okay, Oder vorwärts. now we know that at the end is where the plagues are poured out, because he's told to hold until the servants of God are sealed, right? Wir wissen, dass es am Ende ist, wo die Plagen ausgegossen werden, denn es wird ja gesagt, haltet, bis die Knechte Gottes an den Stirn versiegelt sind. But we know this point here is prefigured here, Wir right? wissen auch, dieser Punkt der Vollstreckung des Gerichts ist auch vorausgestattet durch ihn. Right? Richtig? So they're going to hold until the servants of God are sealed, and they're going to be loosed here. Also sie werden halten, bis die Knechte Gottes hier an den Stirn versiegelt sind, und sie werden hier gelöst werden. Right? Because this little 10 is typified by the seventh plague. So there's already a work of destruction going on before the four winds get fully loosed, right? Diese kleine 10 ist ja auch durch die 7. Plage vorausgestattet, deswegen es gibt also ein Werk der Zerstörung, bevor dann die endgültige Vollstreckung kommt. Now, I don't know if you're already now. Just let me get to Ezekiel 9 because. Excuse me. And go to verse 11. Gehen zu Ezekiel 9, Vers 11. It says, And behold, the man clothed with linen, which had the ink on by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. Now, if you were to read the spirit of prophecy, this angel flies back to the city, comes into the city, and says to the Lord, okay, I've now done as you commanded me. Also wenn du den Geist der Weissagung lesen würdest, dann würde dieser Engel, der mit dem Schreibwerkzeug da versiegelt hat, sie beschreibt dann, er kommt zurück in die himmlische Stadt und geht dann zu Jesus und sagt, ich habe getan, wie du mir befohlen hast. And this angel is the one that's been putting the seal on the forehead, right? Das ist ja dieser Engel, der das Siegel auf die Stirn gesetzt hat. What's the relationship here between this angel and the four angels? Also was ist der Zusammenhang zwischen diesem Engel und den 4 Engeln? What were the four angels on their way to do? Was waren die 4 Engel im Begriff zu tun? They were going into the city to say, Lord, we have done as thou commanded us, Weil right? er gerade im Weg auf dem Weg in die Stadt und dem Herrn zu sagen, wir haben getan, was du uns befohlen hast. It's the same illustration, Selbe right? Darstellung. I just want you to see that this angel with the writer's ink on is the same illustration as those four angels that were on their way to the city to say,
we've done as thou hast commanded us. Ich Right? will nur zeigen, dass dieser Engel hier mit dem Schreibwerkzeug dieselbe Darstellung ist wie die 4 Engel, die auf dem Weg zur Stadt waren, um dem Herrn zu sagen, wir haben getan, wie du uns befohlen hast. But the message comes and says, hold until the seal. So now they're given a different work to do. They've got to seal, right? Aber die Botschaft geht ja hier noch an sie und sagt, haltet, bis die Knechte versiegelt sind. Deswegen, sie haben jetzt hier dieses andere Werk zu tun, erst nochmal zu versiegeln. So when they finish sealing here, what are they going to do right here? Also wenn sie hier abschließen zu versiegeln, was werden sie dann hier tun? They're going to fly to the city and say, Lord, we've done as thou commanded us. Sie werden Right? zur Stadt fliegen und sagen, Herr, wir haben getan, wie du uns befohlen hast. And those winds, or those horses, or those insects, or those horns will be loosed. Right? Und dann diese Pferde, diese Insekten oder diese Hörner, die werden dann gelöst werden. Okay, so okay, I don't know we're going to get through this, but go to, or maybe we just anyway, go to Revelation 11. Gehen wir zur Offenbarung 11. So in verse 1 Offenbarung 11, Vers 1. it says, there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood saying, rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. Right? So there's a command given that the temple, God's people, the temple is to be measured. Right? Ein Gebot gegeben, dass Gottes Volk, der Tempel, jetzt gemessen werden soll. And how long were they to do that for? Und wie lange sollten sie das machen? Yeah, for 42 months, right? 42 Monate. Okay, and go to verse 3. Gehen wir zu Vers 3. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of all the earth. So directly taking you to the vision of Zechariah, right? Also das bringt dich hier jetzt zur Vision von Zechariah. Bis Okay. Vers 4 haben wir gelesen. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies, and if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and smite the earth with all plagues as often as they will. So what did the 2 witnesses have power to do? Was haben die 2 Zeugen gemacht zu tun? To loose and to hold the plagues, right? Also sie sollen diese Plagen halten oder lösen. Right. So at the Sunday law, Im Sonntagsgesetz, prefigured by 1848, ausgestattet durch 1848, what happens to the 4 winds? was passiert mit den 4 Winden? They were losing. Wurden gelöst. Okay, those 4 winds, go to Daniel chapter 7. Gehen wir zu Daniel 7. It's not wrong, but you're careless with these things because you give, when you make only one part of it, you give a wrong impression. We must give a full picture, right? Also es ist nicht unbedingt falsch, was du gesagt hast, aber es ist unvollständig, die Antwort. Wir müssen da sorgfältiger sein, ansonsten vermitteln wir ein falsches Bild. Daniel 7, Verse 1. Vers 1. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed, and he wrote the dream. So he's right here, right? Also er ist genau hier. Am Anfang der 10. Daniel speaking said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heavens strove upon the great sea. So what does he see? Was sieht er hier? He sees the 4 winds striving, right? Er sieht, wie diese 4 Winde wehen. Okay, but what does the Lord do right here? Because it tells us in the spirit of prophecy that the nations are held in check
so as not to prevent the work of the third angel. In dem Geist der Weissagung sagt ja auch Enweit, dass der Herr die Nationen zurückhält oder in Schach hält, damit sie das Werk des dritten Engels nicht aufhalten können. So just like here, they're loosed, but they're held. Also genau hier wie hier, sie werden gelöst, aber auch gehalten. They're loosed, but they're restricted in what they can do. So they're not only loosed, they're held, right? Sie werden hier gelöst, aber auch wieder gehalten. Ja, es ist beides gleichzeitig. Sie sind Okay. sozusagen eingeschränkt in dem, was sie tun dürfen. At the end, that's where they're loosed, right? Only loosed, Am right? Ende, da werden sie nur gelöst, ohne noch gehalten zu werden. So prior to that point, when we say they're loosed, we must also put with it that they're loosed, but they're restrained, right? The two things must go together. Ja, aber davor, bevor sie vollständig gelöst werden, ganz am Ende, müssen wir immer noch erwähnen, sie werden zwar gelöst, aber sie werden auch wieder gehalten. Deswegen, sie werden immer ein gewisses Maß eingeschränkt. Das sind die beiden Dinge, die wir zusammenbringen müssen. Right? Richtig? So you have basically the command here to measure the temple, right? Wir haben jetzt hier den Gebot, den Tempel zu messen. So the angels are loosed, but they're restrained. Die Engel werden hier gelöst, aber auch eingeschränkt. Okay, now we read in Zechariah chapter 1, what's he commanded to do right here? In Zechariah 1, was wurde ihm hier, oder das ist in Kapitel 2 gewesen im Deutschen. Chapter 2 also in English. Oh, it's chapter 2, not chapter 1. Thank Das you. ist Kapitel 2 in Zechariah. Was wurde ihm hier aufgetragen zu tun? Yeah, chapter 2. Oh, I did my notes even. Verse 1. Zechariah 2 im Deutschen ist es Vers 5. It says, I lifted up mine eyes again, and looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. Then said I, Whither goest thou? And he said unto me, To measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof. And behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him, and said unto him, Run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls, for the multitude of men and cattle therein. Right? It's the same illustration, but it's Vers here. 4. Im Deutschen wird Vers 5, 6. Das ist Vers 8. Right? Selbe Darstellung, aber was ist hier? So, angels are loosed, but held because there's a measuring work going on. And then you come down here, they were loosed, but they're held because there's now this measuring work to be done. Right? Selbe Darstellung, sie werden hier gelöst, aber auch gehalten, weil hier ein Werk des Messens vorwärts geht. Und dasselbe ist dann auch hier, sie werden gelöst und gehalten, weil hier ein Werk des Messens vorwärts geht. Okay, so, okay, we will stop there because it take too long to go into these next points that I want to Ich show. würde jetzt hier abschließen, denn es würde jetzt zu lange noch dauern, die ganzen restlichen Punkte noch anzusprechen. But I want you to pay particular attention. You've got to bring all these things together and see the relationship of these cherubims with the earthly elements and how they're being controlled, right? Ich möchte, dass ihr da besondere Aufmerksamkeit drauf legt, denn wir müssen diesen Zusammenhang zwischen den Cherubim und diesen irdischen Elementen erkennen, die durch die Cherubim kontrolliert werden. Because Isaiah, what did Isaiah see? Denn was hat Jesaja gesehen? What does Sister White say that he saw? Was sagt Ellen White? Was hat er gesehen? Work in the sanctuary. The work, right? Er hat das Werk im Heiligtum gesehen. Okay, so this work is Christ standing before the Father, right? And he's controlling the things that are taking place upon the earth. Das Werk ist letztendlich, wie Christus vor dem Vater steht und dadurch die Kontrolle ausübt über das, was auf der Erde passiert. It says the 144,000 follow the Lamb, right? Es steht ja geschrieben, die 144.000, die folgen dem Lamm. How do you follow the Lamb? Wie folgst du dem Lamm? What does it mean? Was bedeutet das? Okay, on the Day of Atonement, what happens? First thing, right here. Am Versöhnungstag, was passiert hier als allererstes? What? Killing the lamb. The
killing the lamb, right? Also gibt es dieses Opfer, das Lamm wird The lamb's now dead. What do you have? der Bock wird geschlachtet. Und was hast du jetzt? You have the blood, right? Du hast jetzt das Blut. So what does he say right here? Was sagt er hier? My blood, Father, right? Sagt er hier, mein Blutvater. So he gave his blood here, and he wants to do this work, and he's saying, no, wait a minute, Father, my blood, I still have an opportunity to cleanse this sanctuary, right? Also er möchte dieses Werk hier tun und er kommt dann zum Ende und dann sagt er, hier, mein Blutvater, ich habe immer noch eine Möglichkeit, doch hier, um das Heiligtum doch noch zu reinigen. Okay, so Isaiah sees that Christ, the work that he's just about to do this work now of sealing and blotting out of sin, Was right? Jesaja sieht, ist also, er sieht dieses Werk, wie der Herr dabei ist, zu versiegeln und die Sünde auszutilgen. So Isaiah understands that the evil powers are being restrained right here in order for him to have his heart cleansed, right? Jesaja erkennt also, dass die bösen Mächte hier noch zurückgehalten werden, damit sein eigenes Herz hier noch in der Zeit gereinigt werden kann. So it says if we, like him, receive this impression and really begin to grasp what's going on here, we will be brought to humble confession, right? Und es sagt er, sagt, wenn wir denselben Eindruck erhalten, wie Jesaja damals erhalten hat, und erkennen, was dieses für ein Werk hier vor sich geht, dann werden wir zur selben Buße geführt werden. So when we look out there at what's going on, we have to see the work of the cherubims, how they're controlling these elements, what's going on, and we can have trust that the Lord is holding these things to give us time to be cleansed, right? Also wenn wir also da draußen schauen, was da alles vor sich geht, dann können wir wissen, dass diese Cherubim da noch die Winde zurückhalten und damit dieses Werk unter uns und in uns abgeschlossen werden kann. Right? So there's much deeper things that we have to understand, Da right? gibt es noch tiefere Dinge, die wir dadurch verstehen müssen. Okay, let's close with prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. Himmlischer Vater, Dear Heavenly Father, danke für dieses neue Studium, was wir haben durften, für die neuen Sachen, die wir lernen durften. thank you for this new study we could have and for the new things that we could learn. Du sei jetzt auch mit uns in einem Tag, dass wir alles in deinem Sinne tun. Please be with us throughout the day, that we do everything according to your will. Und bitte mach, dass wir das dann auch für uns studieren. Please help that we study these things out for ourselves. Und wir dich loben, preisen, in Jesu Namen. I want to praise you and honor you in Jesus' name. Amen. Amen.